Dann folgt jetzt mein zweitliebstes Bauteil, der MOSFET. Unten zeichnen wir einen durchgängigen fetten Kontakt ein. Auch hier haben wir ein größeres Mittelgebiet zum Halten der Spannung. Dieses ist schwach N-dotiert bei einem N-Kanal-MOSFET. Das hier ist auch ein NPN-Bipolartransistor und beim N-Kanal-MOSFET ist das ähnlich, etwas stärker N-dotiert. So, hier oben, das wird etwas komplizierter. Bei allen anderen Topologieansichten haben wir die Kontakte hier direkt dran gezeichnet an die Halbleitermaterialien. Beim MOSFET und auch beim IGBT später habe ich ein isoliertes Gate. Das zeichnen wir direkt schon mal in einem gebürtigen Abstand hierhin. Das Gate G. Die Hauptkontakte haben beim MOSFET andere Bezeichnungen als bei den anderen. Hier heißen sie Drain und Source. Und bevor wir uns das überlegen, zeichne ich jetzt mal das Schaltsymbol daneben. Es ist auch hier andersrum, also auf den Kopf gedreht, als man es normal in einem Schaltplan einzeichnen würde. Das soll heißen, der Laststrom fließt hier hin und normalerweise in meinen Schaltplänen habe ich Ground immer unten und die Lastströme fließen alle nach unten. Aber hier in der Topologieansicht zeichnen wir das so und deswegen analogisieren das Schaltsymbol auch mal auf dem Kopf. Hier ist unser Gate, erkennt man daran. Es ist isoliert. Hier ist ein kleiner Gap. Unser Laststrom I fließt in diese Richtung. ID wie Drain, habe ich schon verraten. Unten ist also Drain. Hier liegt dann in der Regel ein positives Potential an gegenüber dem Source-Kontakt. Das hier ist Source, das auch. Kann ich mir ganz logisch überlegen. Ich will ja Spannung, große Spannungen halten bei mir in der Leistungselektronik. Kleinsignalmäßig habe ich einige Volt, einige 10 Volt, naja, vielleicht. Aber in der Leistungselektronik schon einige 100 Volt, auch bei den MOSFETs. Die fallen im Wesentlichen über diesem Gebiet ab, deswegen ist Drain weit entfernt von Source. Source und Gate haben in der Regel einen maximalen Spannungsunterschied von 15 Volt in der Regel, 20 geht auch, 0 natürlich auch, deswegen sind die beiden hier nah beieinander, genauso wie beim Bipolartransistor. Basis und Emitter haben bei Siliziumkarbid zum Beispiel einen Spannungsabfall von etwa 3 Volt im Leitzustand und ansonsten möglichst gering. Wir erinnern uns an das Problem mit der offenen Basis. Hier kann ich keine große Spannung halten, hier auch nicht. Deswegen ist es in der Topologieansicht auch immer nah beieinander. Jetzt zeichnen wir uns hier mal die 2 Wannen ein. Beim Bipolartransistor hatten wir ja auch Wannen. Die ist jetzt auf jeden Fall P dotiert beim N-Kanal. Und hier drin ein kleines N-Plus-Gebiet. Es ist ganz wichtig, dass diese 2 Wannen hier, die N+ und die P, durch diesen Source-Kontakt hier kurz geschlossen sind. Hier in dem P-Gebiet bilde ich ja dann später, wenn ich das Bauteil einschalte, einen N-Kanal aus, weil, hier sieht man schon, NPN, das ist ein parasitärer Bipolartransistor. Und ich will verhindern, dass der mir hier irgendwie eingeschaltet wird. Das hier wäre die Basis P und N+ wäre der Emitter. Hier die Problematik mit der offenen Basis. Gut, im Leitzustand habe ich meinen Laststrom hier durchfließen, der geografisch eher hier entstehen würde. Aber es ist ja auch nur so eine 2D-Ansicht für die Lehre. In Wirklichkeit ist das dreidimensional nochmal viel anders. Und jetzt sehen wir hier, Source-Kontakt ist quasi direkt am P-Gebiet dran, haben wir hier PN, ein PN-Übergang von Source nach Drain. Das ist die sogenannte Body-Diode, eine parasitäre Diode. Die parasitäre Body-Diode kann man mitnutzen, wenn man sich mal die ganzen Schaltpläne der Leistungselektronik ansieht, ist da überall eine Freilaufdiode. Genauso daneben gezeichnet, die ist aber beim MOSFET ziemlich schlecht. Die hat einen großen Reverse-Recovery-Effekt, deswegen benutzt man die eigentlich nicht wirklich als Diode. Da gibt es dann schaltplanmäßig einiges, was man machen kann, um die Reverse-Recovery-Effekte zu handeln, aber das ist ein anderes Kapitel. UDS, von Drain nach Source, hier habe ich eingetragen, Plus, Minus und der Drain-Strom. Also normal hast du das Bauteil eher so verbaut, hier unten ist dein Ground und die Spannung fällt von oben nach unten ab. Das hier, der MOSFET, ist jetzt wirklich ein echtes unipolares Bauelement. Ähnlich wie bei unserem quasi unipolaren Bauelement geht deswegen die Kurve hier genau durch 0. Ich habe keine Schwellenspannung, ist schon mal sehr gut, aber ich zeichne das jetzt hier extra ziemlich flach ein. Das ist natürlich jetzt hier angreifbar. Also es geht hier durch 0. Analogisieren zur Diode verhält sich die Rückwärtsrichtung, wir haben ja gesagt, das ist eine parasitäre Body-Diode, genauso wie die Vorwärtsrichtung einer normalen Diode. PN-Übergang, hier gibt es jetzt also quasi eine Schwellenspannung. Das hier sind jetzt nicht einige 100 Volt oder kV, sondern wie bei der Diode in Vorwärtsrichtung kleiner 1 Volt. Also sowas oder sowas nicht beim MOSFET in Sperrrichtung eintragen. Wir zeichnen das jetzt analogisierend wie hier. Für die heißen Temperaturen, US wird kleiner, und der differenzielle Widerstand je nachdem. Und in Vorwärtsrichtung ist das ähnlich wie beim Bipolartransistor für heiße Temperaturen. Das hier nennen wir mal ID-SAT. In der Leistungselektronik fahren wir halt immer diesen Bereich hier
Wir wollen ja einen geringen Spannungsabfall bei großen Strömen. Und das hier ist der Sättigungsbereich bei unserer Leistungselektronik. Und das nennen wir deswegen ID-Sat. Bei größeren Temperaturen wird ID-Sat kleiner, was gut ist bei Parallelschaltung. Also mein heißestes Bauteil führt dann auch weniger Nennstrom und würde dann quasi im Umkehrschluss wieder kälter werden gegenüber den parallel geschalteten Bauteilen, die dann mehr Strom führen, weil sie kälter sind in dem Moment noch. Unipolares Bauteil hat zwar keine Schwellenspannung, aber doch einen differenziellen Widerstand. Der wirkt sich maßgeblich auf unseren Leitverlust aus. T steigt, daraus folgt auch RE steigt. Der MOSFET ist unipolar bei einem gleichen U. Also wenn wir davon ausgehen, unser U ist gleich, ist bei der höheren Temperatur ein kleiner Drainstrom beobachtbar. Kein PN-Übergang in Vorwärtsrichtung im Leitbetrieb. Also wenn ich hier meinen N-Kanal habe, das bedeutet, die Leitverluste sind rein ohmsch. Wie groß mein ID-Sat ist, hängt auch von der Gate-Spannung ab, die ich da anlege, um das Bauteil anzuschalten. Temperatur steigt. Daraus folgt, meine Threshold Gate Source Spannung sinkt. Dadurch habe ich ein stärkeres und schnelleres Anschalten. Diese Threshold-Spannung, die liegt irgendwo zum Beispiel bei 3 bis 5 Volt, aber im Idealfall lege ich ja 15 oder 20 Volt an und diese 15 bis 20 Volt lege ich sofort an. Das heißt, in einem ganz kleinen Zeitabschnitt überschreite ich dieses UGSTH. Dafür gibt es auch eine Kennlinie, also Gate Source. Und der Laststrom sieht ähnlich aus wie bei einer Diode. Das hier sind jetzt, wie gesagt, was weiß ich, zum Beispiel 3 oder 5 Volt und ab da fließt dann ein Laststrom. Und bei höheren Temperaturen ist es dann erstmal so, dass das UGSTH kleiner wird und ich ein schnelleres und stärkeres Anschalten habe. Aber sobald ich dann erstmal meine 15 oder 20 Volt anliegen habe, habe ich für eine gleiche Gate-Spannung einen kleineren ID-Sat sozusagen. Beim MOSFET wird der Widerstand hier des Gebietes auch RDS-On genannt. Und das ist eine Funktion von der Gate-Source-Spannung, also meiner Steuerspannung und des Stroms, der da durchfließt. Der Nachteil der ganzen Sache, D steigt, P durchlassen, einen großen D. Leitverluste, die steigen. So, hier mein Übersichtsbild zum MOSFET. Hier noch eine Ergänzung zum Kanalwiderstand. Der trägt nämlich ebenfalls zu den Verlusten, zu den Leitverlusten bei. Er ist proportional zu 1 durch Kappa. Kappa ist der Leitfähigkeitsparameter. Das soll heißen, den Kanalwiderstand kann man auch durch geometrische Parameter, durch den Aufbau ein wenig beeinflussen. Ich will Kappa, Leitfähigkeitsparameter, möglichst groß haben, damit ich einen kleinen Kanalwiderstand habe. Hier in der Formel kann man sehen, mit welchen Parametern ich da was reißen kann.